Heute gibt es mal wieder eine Weihnachtskarte. Ich habe in letzter Zeit ein paar Videos gesehen, wo so schöne Häuser in der Mitte der Karte aufpoppen und ich habe mir gedacht, das werde ich auch mal probieren. Mit der Tim Holtz Village Collection muss das doch auch funktionieren. Und was soll ich sagen, es war gar nicht so schwierig. Ein paar zusätzliche Handgriffe und plopp, poppt das Haus mitten aus der Karte hervor. Außen habe ich einen Yuletide-Kranz von Tim Holtz angebracht. Das soll die Tür des Hauses darstellen, das wir dann basteln werden. Willkommen auf meinem Kanal, Julies Kreativschatzkiste. Mein Name ist Julia und ich bin begeisterte Kartenmacherin und Papierbastlerin aus Österreich. Wie schon gesagt, verwenden wir heute die Tim Holtz Village Collection. Das ist eine tolle Sammlung von Stanzen, mit denen man verschiedenste Häuser bauen kann. Heute werden wir uns jedoch auf ein einfaches Modell beschränken. Also lasst euch nicht schrecken von der Menge an Stanzen und Möglichkeiten, die dieses Stanzset bietet. Ich suche mir die Stanzen für das Grundhaus heraus, das kleinere der beiden, die Stanze für das Dach, die Dachschindeln und suche mir ein paar Fenster aus, die mir passen. Auf meine Schneideplatte der Sizzix-Maschine habe ich hier so ein Sticky Grid aufgeklebt, auch von Sizzix. Das hilft mir dabei, dass da nichts verrutscht, weil ich möchte jedes Bauteil des Hauses zweimal ausstanzen. Einmal für die Basiskonstruktion und einmal für die Fassade, das wird dann deckungsgleich auf die Grundkonstruktion aufgeklebt. Für die Konstruktion des Hauses braucht man zweimal dieses große Teil, das ihr hier seht, mit dem Giebel und dem Seitenteil. In eines der beiden Teile werde ich eine Tür einbauen, die wird dann im anderen Teil fehlen. Da kommen nämlich nur diese beiden Fenster, die ihr hier seht, hinein. Wenn ihr ein Video sehen wollt mit mehr Details zur Village Collection, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Aber jetzt mal zu unserem Projekt hier. Ich habe jetzt also die Grundkonstruktion des Hauses, also zweimal dieses Teil mit Giebel und Seitenteil, aus einem normalen Zeichenkarton, 250 Gramm, ausgestanzt. Und ich habe die gleichen Teile, ganz genau deckungsgleich, aus Aquarellpapier ausgestanzt. Die seht ihr hier jetzt nicht im Bild, aber die werde ich später für die Fassade verwenden. Was ich aus dem Zeichenkarton auch noch ausgestanzt habe, ist die Dachkonstruktion. Also dieses Rechteck, das da im Bild liegt, das wird das Dach werden. Ich beginne jetzt damit, dass ich einmal die Grundkonstruktion zusammenbaue. Dafür biege ich mir alle Umschlagslaschen einmal um mit meinem Bonefolder und klebe die Grundkonstruktion an den Seiten zusammen. Es tut mir leid, dass hier so viel außerhalb des Bildes gerutscht ist. Ich hoffe, man kriegt trotzdem mit, was ich tue. Ich verwende dann ein Red Liner Tape, ein Sticky Tape von Ideen mit Herz, das ich auf die Seitenlaschen aufbringe. Ich klebe das Haus an den zwei Seitenlaschen zusammen und damit ist eigentlich die Grundkonstruktion abgeschlossen. Leider war dann meine SD-Karte voll. Alles, was ich jedoch in der Pause, die ihr hier nicht gesehen habt, gemacht habe, ist ein blaues Vellum genommen und das habe ich über die Fenster aufgeklebt, an die Außenseite meiner Grundkonstruktion. Ich kann das hier ruhig außen aufkleben, da ja später noch die Fassade da drüber geklebt wird. Was ich hier jetzt mache, ist die Konstruktion meiner Dachhalterung. Die ist notwendig, damit das Dach sich beim Aufklappen und Zuklappen auch öffnen und schließen lässt. Ich falte dafür mein Haus flach und ziehe mir eigentlich dann nur die Dachschräge auf der einen Seite und die Dachschräge auf der anderen Seite auf ein Stück darunter liegendes Papier ab und verbinde die beiden Spitzenpunkte mit einer Geraden mit dem Lineal. Wichtig ist, dass ihr da dabei schaut, dass rechts von diesem Strich, den ihr jetzt gerade seht, noch ein Abstand ist. Denn hier brauchen wir noch eine Klebelasche, die soll ungefähr 1 Zentimeter breit sein. Die zeichne ich mir auch an. In der Mitte mache ich mir auch einen Strich, denn da werde ich es einschneiden, damit das ein bisschen stabiler ist. Auch die unteren beiden Punkte verbinde ich mir, sodass ich eine schöne Schnittlinie für meine Schere habe. Das schneide ich dann einfach nur mal aus. Okay, als nächstes brauchen wir ein paar Falzlinien in diesem Stück. Das heißt, ich nehme die Dreiecke links und rechts und falte diese genau im rechten Winkel zur längsten Kante und verstärke das Ganze mit meinem Bonefolder. Wenn ihr einfach die untere Kante schön aneinander anlegt, also die längere Kante von dem Dreieck da unten, dann wird das ein schöner rechter Winkel und das passt dann genau. Das kommt dann so in mein Haus. Wichtig ist, dass ein Dreieck nach vorne und ein Dreieck nach hinten gefaltet ist. Das verleiht dem Ganzen Stabilität und das Dach kann sich dann frei bewegen, wenn der Klappmechanismus aktiviert wird. Als ich das probiert habe, habe ich gemerkt, dass dieser Klappmechanismus genau über mein Fenster, über diese beiden runden Fenster geht und das hätte komisch ausgeschaut, daher klebe ich jetzt einmal innen an diese beiden Fenster ein gelbes Papier. So als ob ein Licht leuchten würde im Inneren des Hauses. Wenn ich jetzt den Mechanismus einbaue, dann sieht man das von außen nicht mehr. Ich verwende hier Flüssigkleber zum Einkleben und achte darauf, dass die Dachschrägen des Mechanismus genau mit den Dachschrägen meiner Grundkonstruktion in einer Linie sind. Mit den Nähklammern halte ich das wieder fest, bis der Kleber dann getrocknet ist. Okay, ich falte mir auch das Dach gleich in der Mitte, aber ich klebe das Dach noch nicht fest, denn da kommen ja noch die Schindeln drauf und das ist alles viel leichter, wenn das Dach noch nicht aufgeklebt ist.
Im nächsten Schritt widmen wir uns der Fassade. Wie ich gesagt habe, habe ich ja diese 2 Grundkonstruktionsteile auch aus Aquarellpapier ausgestanzt. Für die Fassade brauche ich aber nicht die ganze Konstruktion, deswegen schneide ich mir zuerst einmal alle diese Falzlaschen weg. Die brauche ich nicht, da ja alles an der Grundkonstruktion zusammengeklebt ist. Ich schneide mir auch die Seitenteile und die Giebelteile auseinander, denn jede Seite wird einzeln verziert und dann aufgeklebt, damit sich die Kanten des Hauses auch schön falten. Wenn ich mit diesen Schneidearbeiten fertig bin, habe ich dann 4 Teile. 2 Giebelteile und 2 Seitenteile des Hauses. Einmal mit Fenstern, einmal mit Tür und Fenstern. Auf diese Teile werde ich jetzt die Fassade zaubern. Es soll ein winterliches Holzhaus werden. Um die Holzfarbe gut zu imitieren, befeuchte ich meine Teile zuerst ein bisschen mit Wasser und verwende dann Distress Spray Stain Vintage Photo, das ich großzügig auftrage und mit Distress Oxide Spray Tea-Dye ergänze. Dann sprühe ich nochmal mit Wasser nach, damit sich die Farbe auch gut verteilt. Zwischendurch trockne ich immer alles mit meinem Heat-Tool und tauche es aber dann wieder in meine abgeflossene, überflüssige Farbe ein, damit ich diese Flecken bekomme, die dann mit dem Holz sehr, sehr schön ausschauen. Und schlussendlich spraye ich mit dem Spray dann einfach noch einmal drüber für ein paar zusätzliche Flecken. Und so schaut es dann aus, wenn es fertig ist. Für die Holzimitation auf dem Papier verwende ich diesen Embossing Folder Mini Lumber von Tim Holtz und C6. Der passt in der Relation zu diesen Village Collection Häusern sehr gut dazu. Ich nehme Ground Espresso Ink und färbe damit die herausstehenden Teile meines Embossing Folders ein, sodass sich diese dann eindrücken in das Papier und die Holzprägung noch einmal verstärken. Ich bin immer wieder begeistert, wie cool das ausschaut. Okay, damit sind unsere Fassadenteile mal fertig. Im nächsten Schritt kümmern wir uns um das Dach. Dazu gibt es eine Stanze, die die Dachschindeln ausstanzt. Eine weitere Stanze ist notwendig für den First des Daches und dann habe ich mir auch gleich die richtigen Stanzen für die Fensterrahmen und den Türrahmen herausgesucht. Für all diese Teile färbe ich mir jetzt meine Aquarellpapiere wieder in der passenden Farbe ein. Ich beginne mit Distress Ink Uncharted Mariner, denn meine Fensterrahmen und Türrahmen sollen blau werden. Da Distress Inks ein bisschen länger feucht bleiben, trockne ich das Papier mit meinem Heat-Tool und lege mir dann meine Stanzen zurecht. Aus diesem blauen Papier habe ich dann also den Türrahmen, 2 Fensterrahmen für die runden Fenster und 4 Fensterrahmen für die viereckigen Fenster ausgestanzt. Damit keine kleinen Teile verloren gehen, klebe ich mir die Fensterrahmen gleich mit Flüssigkleber auf. Die sind sehr dünn und es ist ein bisschen schwieriger, auf diesem embossten Papier etwas aufzukleben, aber einfach aufkleben, was Schweres drauflegen, bis es trocken ist und dann geht das schon. Der Türrahmen passt genau rund um die aufklappbare Tür rundherum. Jetzt färbe ich mir mein Aquarellpapier ein für die Dachschindeln. Das sollen rote Ziegeln werden. Ich verwende Distress Oxide Candied Apple und Crackling Campfire. Und für zusätzliche Akzente verwende ich Distress Ink Rusty Hinge. Das schaut schon richtig ziegelig aus. Die Stanze für die Dachziegel macht immer gleich 3 Reihen auf einmal. Ich suche mir da besonders schöne Stellen im Papier aus und stanze das ganz, ganz oft aus. Denn ich weiß am Schluss nicht, wie sehr ich das überlagern will und wie viel ich brauchen werde. Lieber zu viel als zu wenig. Mit meiner Distress Oxide Ink Vintage Photo verstärke ich jetzt noch die Wölbungen der Ziegel. Also ich färbe sie brauner ein, ich verdunkle sie, damit ich mehr Kontrast bei der Überlagerung habe. Und wenn ich mein Vintage Photo schon heraus habe, färbe ich auch gleich die Kanten meiner Grundkonstruktion ein, damit man nachher, wenn man die Fassade draufgeklebt hat, nicht die weißen Ecken hervorscheinen sieht. Zeit, die Dachziegeln auf meine Dachkonstruktion aufzubringen. Ich fange auf einer Seite in der Mitte, also bei der Falzlinie der Dachkonstruktion an und klebe mir meine Ziegeln auf. Teilweise schneide ich die Reihen in 2 Teile, damit ich die Ziegeln etwas versetzen kann, damit das echter und älter ausschaut. Zum Schluss kommt dann noch der Dachfirst genau auf die Falzlinie in die Mitte. Den habe ich mir auch aus dem roten Papier ausgestanzt und mit dem Bone Folder vorher die Falzlinie schön verstärkt, damit er sich gut faltet. Die überstehenden Teile links und rechts kann ich dann mit der Schere wegschneiden. Was ich dann auch noch gemacht habe, ist die Kanten des Daches, sowohl unten als auch auf der Seite, nochmal mit Distress Oxide Candied Apple nachzufärben, denn diese Kanten werden nachher ein bisschen sichtbar sein und damit das Weiß nicht hervorstrahlt, ist das notwendig. Außerdem habe ich ein paar Dachziegel in die Höhe gebogen, damit es so richtig schön echt ausschaut. Um mein Haus dann schlussendlich auf der Karte zu befestigen, ist es noch notwendig, 2 Laschen herzustellen. Das sind einfach ein paar Papierstreifen, so ungefähr 2 cm breit, in der Hälfte gefaltet. Eines sollte ein bisschen kürzer sein als die lange Seite des Hauses, das andere ein bisschen kürzer als die kurze Seite des Hauses. Das Haus wird nur an 2 Seiten an der Karte befestigt.
Man muss dabei nur darauf achten, dass die Laschen innen im Haus nicht in die Fenster hineinstehen, denn das würde komisch ausschauen. Und außerdem habe ich die Ecken des herausstehenden Teils der Laschen einfach diagonal abgeschnitten, damit sie sich nicht gegenseitig behindern. Und dann können wir auch schon unsere Fassadenteile auf unser Haus aufkleben. Ich habe dafür Flüssigkleber verwendet, da das bei embosstem Papier immer viel besser hält. Das Ganze habe ich mit Nähclips wieder gesichert und dann sehr lange liegen lassen, bis es wirklich trocken war, bevor ich weitergemacht habe. Okay, und wenn das dann alles schön getrocknet ist, seht ihr, dass sich das Haus jetzt sehr, sehr schön flach falten lässt. Bevor ich jetzt das Dach aufklebe, habe ich die Innenseite doch noch stärker rötlich gefärbt, weil ich gemerkt habe beim Probieren, dass man hier noch mehr weiß vorscheinen sieht. Wieder mit Candied Apple habe ich also diese Randteile dann noch einmal eingefärbt. Ich möchte ja, dass mein Haus in einer Winterlandschaft steht, das heißt, wir brauchen noch Schnee. Ich habe daher mit einem Embossing-Dobber von Tim Holtz und Ranger mein Dach eingetupft sozusagen und habe darauf weißes Embossingpulver verteilt und erhitzt. Da durch diese Methode sehr unregelmäßig Embossing Ink und Embossing Powder auf das Dach aufgetragen worden sind, schaut das wirklich sehr schön wie Schnee aus. Okay, als nächstes brauchen wir mal eine Karte, aus der unser Haus herauspoppen kann. Ich habe mir gedacht, Kraftpapier passt gut zu einer weihnachtlichen Karte und das ist ein 300 Gramm starkes Papier. Das Papier ist 12 Inch breit, daher habe ich bei mir 6 Inch eine Falzlinie gezogen, damit sich die Karte mal schön in der Mitte faltet. Das Ganze natürlich wieder mit dem Bonefolder verstärkt. Ich habe mir dann ungefähr ausgerechnet, wo mein Haus stehen muss. Wie ihr seht, habe ich diese Laschen zum Befestigen sind an der hinteren Seite des Hauses. Das heißt, das Haus, wenn es zusammengelegt wird, dreht sich hinauf. Das heißt, ich muss an der oberen Seite der Karte etwas Platz lassen. Ich habe grundsätzlich die Karte mal etwas größer gelassen, als sie schlussendlich werden wird, da ich nicht genau gewusst habe, wie groß sie sein kann, damit das Haus völlig verdeckt wird. Wie ihr seht, muss das Haus diagonal stehen, das heißt, die hintere und die vordere Ecke sind genau in der Falzlinie der Karte. Ich habe mir den Punkt der hinteren Ecke jetzt markiert und mit meinem Geodreieck, das ich genau auf die Falzlinie angelegt habe auf der Mittellinie, habe ich mir dann einen 90-Grad-Winkel eingezeichnet, weil der Winkel der beiden Hauskanten muss jeweils 45 Grad von der Falzlinie betragen, damit sich das Haus schön zusammenklappen lässt. Und diese Bleistiftlinien dienen mir dann zur Orientierung, wenn ich mein Haus festkleben werde. Ich habe mir dann auch die vorderen Kanten mit Bleistift angezeichnet, da ich die Karte noch verzieren möchte, bevor ich mein Haus einklebe, und damit weiß ich, wo ich nicht verzieren muss oder soll, damit der Klappmechanismus nicht behindert wird. Mit dieser Sternenstanze will ich meinen Kartenhintergrund verzieren. Ich lege sie mir genau in der Mittellinie an. Dann hole ich meinen Nuvo Expanding Mousse heraus. Das habe ich in meinem letzten Video ja auch schon vorgestellt. Und das trage ich da auf diese Sternen auf. Ich nehme dazu einen Spatel und ein Rakel zur Hilfe. Zuerst sehr großflächig und dann verwende ich auch meinen Finger, damit ich in die kleinen Sterne, in die Details besonders auch hineinkomme, damit das dann schön bedeckt ist. Dieses Expanding Mousse ist ja eigentlich dazu da, dass man es erhitzt und dann dehnt sich's aus. Das muss man aber nicht machen und das habe ich auch heute nicht gemacht, denn es hat einfach auch einen wunderschönen Schein, wenn man es nur so trocknen lässt. Ich habe die Stanze dann 4-mal angelegt gehabt und somit den Großteil meiner Karte bedeckt. Wie ihr seht, habe ich in der Mitte, da wo das Haus steht, keine Paste aufgetragen, denn ich will nicht, dass sich mein Mechanismus irgendwie verhakt, wenn da was hängen bleibt beim Auf- und Zuklappen. Auch die Seitenränder habe ich freigelassen, die werde ich dann später wegschneiden. Um mein Dach jetzt auf meinem Haus zu montieren, verwende ich einerseits ein doppelseitiges Klebeband, aber andererseits auch Flüssigkleber. Die Kombination ist sehr praktisch, da ich einerseits ein bisschen Bewegungsspielraum beim Aufkleben habe, andererseits aber gleich das Klebeband hilft, es festzuhalten, während der Flüssigkleber trocknet. Somit habe ich dann die maximale Stabilität, denn diese beiden Laschen müssen relativ viel aushalten mit dem dauernden Auf- und Zuklappen. Wenn man das Dach dann darauf stülpt, ist es am besten von der Innenseite des Hauses die Laschen nochmal festzudrücken, damit die auch wirklich gut halten. Ich habe da so einen spitzen Gegenstand zur Hilfe genommen, damit ich da nochmal fest draufdrücken konnte und kann natürlich gleich testen, ob sich das Haus jetzt flach zusammenfalten lässt. Gott sei Dank funktioniert es. Um die Giebelseiten meines Hauses, die jetzt relativ leer ausschauen, noch zu verzieren, habe ich so einen Flower Forming Foam genommen und eine Efeu-Stanze, beides von Crafters Companion, und habe mir da ein bisschen was ausgestanzt. Die Efeublätter habe ich mir dann ein bisschen dunkler gefärbt mit grünen Stempelkissen und habe dann noch weißen Schnee gezaubert mit einer weißen Tuschetinte. Diesen Flower Forming Foam muss man erhitzen, dann kringelt er sich so ein und kriegt eine ganz lustige Konsistenz. Mit einer Heißklebepistole habe ich die Blätter dann auf den Giebelseiten vorne und hinten angeklebt an unser Haus.
Und da die Heißklebepistole auch bei der Hand war, habe ich die auch gleich verwendet, um das Haus dann auf die Karte zu befestigen. Ich habe die Laschen mit dem Kleber eingedeckt und habe mich an meinen Bleistiftlinien orientiert, dass ich das Haus auch richtig schön ausrichte. Wieder habe ich einen spitzen Gegenstand benutzt, um die Laschen schön festzudrücken. Natürlich hätte man das Dach auch später erst montieren können, dann wäre ich da jetzt besser hingekommen, aber es ist auch so gegangen. Beim ersten Zuklappen hat es noch ein bisschen gehakt, man muss das Ganze erst trainieren, dass es die Bewegung lernt. Außerdem habe ich dann die Kanten vom Dach, die da so überstehen, die haben sich bei den Sternen ein bisschen verhakt, die habe ich nach innen ein bisschen gebogen und dadurch ist es dann auch leichter gegangen. Also nach ein paar Versuchen, klappt doch sehr gut. Ganz schön flach und plopp, da ist unser Haus. Sehr gut. Jetzt konnte ich auch die Karte zurückschneiden, da ich ja wusste, wie viel Platz ich brauchen werde, damit das Haus völlig verdeckt ist. Für die Vorderseite der Karte habe ich mir ein Panel gezaubert, auch mit einem Lumber Embossing Folder und dem Yuletide Reef, beides von Sizzix und Tim Holtz. Aber das kann ich euch jetzt leider nicht mehr zeigen, da das Video ohnehin schon sehr lang ist. Ich hoffe, das geht sich in einem Folgevideo einmal aus. Lasst mich in den Kommentaren wissen, ob euch das auch interessieren würde, wie ich das gemacht habe. Hier habe ich noch ein Sentiment dazugefügt, das ich mit Foam Tape aufklebe. Dann ist nochmal mein Vintage-Foto zum Einsatz gekommen. Ich habe die Kanten des Hauses noch einmal verdunkelt, damit diese nicht so hell herausschauen. Ich habe dann alle überstehenden Laschen noch weggeschnitten, da ich an dieser Stelle draufgekommen bin, dass ich die auch nicht brauche. Für dieses Hausdreieck, wo man auch das gelbe Papier herausleuchten sieht, habe ich mir aus Kraftpapier noch ein passendes Stück Papier zugeschnitten und habe das da noch aufgeklebt. Einfach nur, damit das schön ausschaut, wenn man beim Aufklappen vielleicht schon in die Karte hineinsieht. Dann habe ich noch alle Ränder meiner Karte, sowohl außen als auch innen, mit Vintage Photo nochmal eingefärbt. Das gibt der Karte diesen Vintage-Touch, der mir unglaublich gut gefällt. Auch für die Innenseite habe ich dann noch ein Sentiment gemacht. Diesmal mit dunkelblauem Embossing-Pulver mit ein bisschen Glitzer drin von Nuvo. Auch hier habe ich die Kanten wieder mit Vintage-Foto eingerieben. Dieses Sentiment habe ich jetzt direkt mit Flüssigkleber auf die Karte aufgeklebt, da ich da nicht noch zusätzlich Dimension erzeugen wollte. Am Schluss hat mich noch gestört, dass genau in der Mitte vor dem Haus ein bisschen von dem Embossing-Mousse aus der Schablone ausgelaufen ist sozusagen und das wollte ich noch irgendwie überspielen. Ich habe mir also eine Schablone von Tim Holtz und Stampers Anonymous herausgesucht und verwende Ranger Grid Paste und habe so einen Weg zum Eingang des Hauses damit gelegt. Ich war ein bisschen besorgt, ob diese Paste, wenn sie trocken ist, nicht zerbricht und zerbröselt, weil das genau in der Falzlinie ist. Sie hat ein bisschen die Farbe verändert bei der Beugung, aber mehr war nicht. Damit ist unsere Karte für heute eigentlich auch schon wieder fertig. Ich hoffe, die Karte gefällt euch. Ich bin begeistert, wie gut das mit diesem Aufklappmechanismus tatsächlich funktioniert. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn euch das Video gefallen hat oder vielleicht sogar meinen Kanal abonniert. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Servus!